Die Statistik, die wir heute verwenden, ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Sie ist über die Zeit nah entstanden. In diesem Video zeige ich euch, wie das Ganze vor sich gegangen ist, gehe auf die Geschichte der Statistik ein. Zuerst zu den alten Griechen in der Antike. Sie prägten die Mathematik durch Axiome und Beweise mit Hilfe derer. Sie hatten aber noch keine Idee von Wahrscheinlichkeiten, da sie davon überzeugt waren, dass die Götter die Zukunft bestimmen. Was sie hatten, war ein Astralagi. Sie haben jeweils mehrere davon geworfen. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Würfel, wobei nicht jede Seite die gleiche Wahrscheinlichkeit hatte. Das machen sie, um die Orakel zu befragen. Also welche Seite am Schluss oben stand, war zwar theoretisch eine Wahrscheinlichkeit, für die Griechen war es aber ein Zeichen der Götter. Anders sah es bei den Römern aus, die den Griechen gefolgt sind, nachdem das griechische Reich untergegangen ist und das römische Reich stark wurde. Sie hatten eine erste Idee von Wahrscheinlichkeit. Und Cicero, wie man den auch immer ausspricht, prägte den Begriff Probabilis. Die Rechnung mit Wahrscheinlichkeiten war jedoch noch falsch. Zum Beispiel war es so, vor Gericht waren 2 Halbbeweise gleich ein ganzer Beweis. Was natürlich keinen Sinn macht. Das erste Mal, etwas von Wahrscheinlichkeit kam so richtig auf, so korrekt war bei Gerolamo Cardano. Er schrieb 1576 das Manuskript, das Buch des Glücksspiels. Darin analysierte er von gleich wahrscheinlichen Ereignissen, heute würde man das Stichprobenraum nennen, und das war das erste Buch über die Theorie des Zufalls. Und ein Beispiel, das man sich vorstellen kann für so einen Stichprobenraum, ist zum Beispiel, wenn wir 2 Münzen werfen, kann es Kopf-Kopf sein, Zahl-Kopf, Kopf-Zahl oder Zahl-Zahl. Das Buch wurde aber erst 1663 veröffentlicht. Das liegt daran, dass er sein Wissen noch nicht weitergeben wollte, da er vom Glücksspiel profitierte, denn er finanzierte sein Medizinstudium mit Glücksspielen. Sein Vater wollte eigentlich, dass er etwas anderes studiert, wo er ein Stipendium bekommen hätte. Er wollte jedoch unbedingt Medizin studieren. Da er die Wahrscheinlichkeiten besser verstand als seine Gegner, hat er relativ viel Geld mit dem Glücksspielen gewonnen. Also er wusste zum Beispiel, dass Zahl Kopf oder Kopf Zahl, dass die Wahrscheinlichkeit 50% ist. Weil es ja die Wahrscheinlichkeit gibt, Kopf-Kopf, das ist ein Viertel, Zahl-Kopf ist ein Viertel, Kopf-Zahl ist ein Viertel und Zahl-Zahl ist ein Viertel. Die Gegner dachten jedoch, ja Kopf-Zahl, Zahl und Kopf je eins und Zahl-Zahl, das ist je ein Drittel. Dementsprechend konnte er so wetten, dass er über die Zeit damit Geld gewonnen hat, weil die Gegner die Wahrscheinlichkeit nicht verstanden haben. Als nächstes John Grant. So war es so, früher wurden eigentlich keine Statistiken oder zumindest keine von Toten, also Sterberegister, angelegt, da dies als Gotteslästerung angesehen wurde, da man den Tod nicht systematisch analysieren sollte, da ja der Tod von Gott bestimmt sei. Der Bürgermeister von London ordnete jedoch im 16. Jahrhundert ein Sterberegister an. John Grant und sein Freund William Petty, die analysierten das Ganze zum ersten Mal und gelten damit als Begründer der Statistik. Wegen Grants Arbeit änderten auch die Franzosen ihre Gesetzgebung, um Sterberegister zu erlauben, und dann folgten weitere Länder. Das war so quasi das Buch, das man hier sieht. Das war so das erste Buch, quasi das erste Statistikbuch der Geschichte. Dann kommen wir zum berühmten Galileo Galilei im 17. Jahrhundert. Er beobachtete als junger Student die Pendelbewegung einer Hängelampe in einer Kirche in Pisa. Er sah dann, dass die Zeit der Pendelbewegung unabhängig ist von der Größe des Bogens. Die Idee, die ihm dabei aufgekommen ist, dass die Naturwissenschaft sich auf Erfahrung und Experimente konzentrieren muss, statt auf Intuition und logische Schlussfolgerungen. Für den Patron, dem Großherzog von Toskana, schrieb er die Abhandlung Gedanken des Würfelspiels. Obwohl er eigentlich sich gar nicht so wirklich dafür interessierte, aber sein Patron, der Glücksspiele spielte, der dafür interessiert und hatte ihn gebeten, sich damit auseinanderzusetzen. So war die Frage, warum kommen bei 3 Würfeln, wenn wir die 3 werfen, die 10 häufiger vor als die 9? Wenn wir uns an Cardano zurück erinnern, dann müssten beide gleich häufig sein. Es gibt ja 6 Kombinationen. Die 9 kann durch eine 6, eine 2, eine 1, eine 5, eine 3, eine 1, eine 5 und 2 Zweier,
2 4 und eine 1, eine 4, eine 3, eine 2 oder 3 Dreien vorkommen. Und die 10 durch eine 6, 3, 1, 6, 2, 2, 5, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 4, 2 und 4, 3, 3. Weil hier die Reihenfolge keine Rolle spielt. Aber die Wahrscheinlichkeiten dieser Einzelnen sind nicht identisch. Denn es gibt nur eine Möglichkeit, 3 Dreier zu werfen. Es gibt jedoch 6 Möglichkeiten, 5, 4, 1 zu werfen. Zum Beispiel. Jetzt haben wir 1, 4, 5 kann es sein. Dann kann es 1, 5, 4 sein. 4, 1, 5, 4, 5, 1, 5, 1, 4, 5, 4, 1. Das heißt, 5, 4, 1 hat eine 6-mal höhere Wahrscheinlichkeit als 3, 3, 3. Galileo berechnete das für alle und schlussfolgerte, dass es für die 10 27 Möglichkeiten gibt, für die 9 jedoch nur 25 Möglichkeiten. Und damit die 10 27 25 wahrscheinlich höher ist, also etwa 1,08. Als nächstes kam Blaise Pascal, und zwar kam Chevalier de Mer 1654 mit der Frage an Pascal: 2 Spieler spielen ein Spiel, bei dem beide die gleiche Gewinnchance haben und auf eine bestimmte Punktzahl spielen. Jetzt wird das Spiel unterbrochen, wobei einer der beiden Spieler führt. Was ist die fairste Art, den Gewinn zu teilen, bezogen auf die Gewinnchancen jedes Spielers zu diesem Zeitpunkt? Das Ganze ist auch heute, wenn irgendeine, sagen wir, Superliga oder so wäre und irgendwie aus einem Grund die abgebrochen werden müsste. Könnte man so berechnen, wie allfälliges Geld noch verteilt werden müsste. Pascal kannte die Antwort noch nicht, er hat sich hier dann doch damit befasst. Und zwar hat er eine Korrespondenz mit dem Mathematiker und Strafrichter in Toulouse, dem Pierre de Fermat, geführt. Und wir haben festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit hängt mit den möglichen Folgen der Gewinne zusammen. Schauen wir uns ein Beispiel an von einem Münzwurf. Machen ein Spiel, Spieler A gewinnt, sobald 2-mal Kopf kommt, und sobald 2-mal Zahl kommt, gewinnt Spieler B. Wir werfen die Münze einmal und sie zeigt Kopf. Und jetzt wird das Spiel abgebrochen. Jetzt müssen wir schauen, was könnten die nächsten beiden Würfe sein. Die könnten Kopf-Zahl sein, Kopf-Kopf, Zahl-Kopf oder Zahl-Kopf. Wenn es Kopf-Zahl ist, Kopf-Kopf oder Zahl-Kopf, dann gewinnt Spieler A. Da 2-mal Kopf kommt, bevor 2-mal Zahl kommt. Kommt hingegen Zahl-Zahl, war erst einmal Kopf, dann gewinnt Spieler B. Das heißt, Spieler A sollte 75% des Gewinns erhalten, also 3/4, da 3 der 4 Kombinationen er gewinnen würde. Und Spieler B sollte 25% gewinnen. Die haben dann das Ergebnis der Korrespondenz der beiden war dann das berühmte Pascalsche Dreieck, wo wir sehen, was die möglichen Kombinationen sind. Dann kommen wir zu Jacob Bernoulli. Bernoulli wurde 1687 Mathematikprofessor in Basel in der Schweiz. Der hat das sogenannte Goldenes Theorem oder auch genannt Gesetz der großen Zahlen gefunden. Und zwar konnte er zeigen, dass es immer möglich ist, genügend Fälle mit Zurücklegen zu ziehen, dass man sich fast sicher sein kann, nah an der richtigen Zahl zu liegen. Hat dann auch eine Formel für die Berechnung der Anzahl benötigten Fälle geliefert. Die Formel wird jedoch heute nicht mehr verwendet, die ist veraltet. Es gibt bessere Formeln, die bessere Zahlen liefern. Für Bernoulli, er hat für sich fast sicher auf 99,9%. Das heißt, dass wir nur in 1 von 1000 Fällen falsch liegen. Heute wird jedoch in der Regel 95% verwendet, dass man in 1 von 20 Fällen falsch liegt. Sprechen jeweils von 95% Konfidenzintervall. Der nächste Meilenstein kam mit Thomas Bayes. Thomas Bayes war eigentlich kein Wissenschaftler, sondern er war Pfarrer in Großbritannien. Der hat sich mit der bedingten Wahrscheinlichkeit auseinandergesetzt. Zwar hat er ein Gedankenspiel gemacht. Stellen wir uns vor, wir haben 2 Bälle. Wir lassen Ball 1 auf einen quadratischen Tisch rollen, ohne dass wir wissen, wo er landet. Und jeder Punkt auf dem quadratischen Tisch hat genau die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass er dort liegen könnte. Nun werfen wir einen zweiten Ball, ebenfalls auf den Tisch rollen, und lassen einen Mitarbeiter von uns die Position von Ball 1 zu Ball 2 erfassen. Das tun wir mehrmals, den zweiten Ball rollen, um zu sehen, wo er jeweils zum ersten Ball zu liegen kommt. Kommen alle rechts von Ball 1 zu liegen, muss er sich ganz links vom Tisch befinden. Sind einige rechts und einige links, sind wir uns jedoch weniger sicher. Bayes konnte dann zeigen, wie man von der Anfangsschätzung, das nannte er Prior Probability, auf die neue Schätzung kommt, sogenannte Posterior Probability.
In der Realität könnte Ball 1 zum Beispiel die tatsächliche Wahrscheinlichkeit eines Medikamentes sein und Ball 2 die Patientendaten. Oder eine Versicherung stuft dich als risikofreudig ein und verlangt hohe Prämien, senkt sie aber nach 3 Jahren Unfallfreiheit. Hier wären die Jahre die zweiten Bälle. Oder ein weiteres Beispiel, wo Bayes-Formel eingesetzt wird, der bedingten Wahrscheinlichkeit, ist bei Tests. Stellen wir uns einen HIV-Test vor, der alle HIV-Infektionen erkennt. Also wenn jemand HIV hat, dann zeigt es immer an, dass es HIV ist. Gleichzeitig zeigt aber bei 1 von 1000 nicht identifizierten einen positiven Befund an. Also wenn man ihn 1000 Mal durchführt, bei Personen, die kein HIV haben, dann zeigt er einmal an, dass die Person HIV hat. Nehmen wir nun an, wir haben 10.000 Getestete. Von 10.000 hat einer HIV und darum ein positives Ergebnis. Wegen den 1 von 1000 falschen Positiven bekommt aber noch 10 weitere ein positives Resultat. Das heißt, von den 10.000 werden 11 als positiv identifiziert, obwohl nur einer davon positiv ist. Das heißt, die tatsächliche Wahrscheinlichkeit HIV zu haben, wenn der Test positiv ist nur 9%. Das heißt, in dem Fall sollte man nicht gleich in Panik geraten, wenn der Test positiv anzeigt. Vielleicht noch weitere Abklärungen treffen. Das ist bei vielen Tests so. Je nachdem, wie viele Falschpositive es hat und wie genau sie sind. Es ist häufig so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, wenn B eintritt, nicht das gleiche ist, wie wenn das B eintritt, wenn A eingetreten ist. Das sagt quasi die Bayesianische Formel. Die kann man dann auch berechnen damit. Als nächstes, im 18. Jahrhundert, entdeckte Abraham de Moivre 1773 beim Suchen für Näherung der weit unterliegenden Regionen des Pascalschen Dreiecks, entdeckte er die Glockenkurve, auch Normalverteilung genannt. Er hat gesehen, dass man damit gute Näherungen kriegt für die Zahlen, weil es mega schwierig ist oder war zu dieser Zeit, die entsprechend zu berechnen, weil das Pascalsche Dreieck, alle Zahlen aufzuschreiben, ist relativ einfach für ein paar Fälle. Wenn man das aber bis 1000 oder 10.000 oder noch weiter machen würde, bis 1 Million, dann ist man ewig dran. Damit konnte er die Näherungen viel genauer bestimmen. Die Glockenkurve beschreibt symmetrische Daten, bei denen rund 68% der Beobachtung innerhalb einer Standardabweichung ist. Also hier haben wir 68%. Dann 95% innerhalb 2 Standardabweichungen. Jetzt noch ein Tippfehler, es sollte nicht 21 sein, sondern 2. Und 99,7% innerhalb von 3 Standardabweichungen. Dann kam Carl Friedrich Gauss, das war ein deutscher Mathematiker. Er entdeckte, dass Messfehler normal verteilt sind. Deshalb wird die Glockenkurve häufig auch Gaußsche Glockenkurve genannt. Obwohl gar nicht Gauss die Glockenkurve gefunden hat. Und wie wir gesehen haben, war das Abraham de Moivre. Dann Adolphe Guetelet. Er war Belgier und hat den ersten Doktortitel der gerade gegründeten Universität Gent erlangt. Er analysierte verschiedenste Daten, wobei er nicht nur den Mittelwert, wie das dazu mal üblich war, sondern auch die Streuung analysierte. Dabei stellte er fest, dass vieles normal verteilt ist. Seien es Daten über Verbrechen, Eheschließungen, Selbstmorde, Körpergröße von amerikanischen Ureinwohnern oder der Brustumfang schottischer Soldaten. Im 19. Jahrhundert kam der französische Physiker und Mathematiker Pierre-Simon Laplace. Er stieß 1810 auf Gauss' Arbeit, nachdem er kurz davor über den zentralen Grenzwertsatz in einer Schrift gelesen hatte. Er konnte besser als Gauss zeigen, dass es sich beim Fehlergesetz tatsächlich um die Normalverteilung handelt. Dann kam Francis Galton. Galton war der Cousin von Charles Darwin. Er studierte in Cambridge zuerst Medizin, wechselte dann auf Mathematik auf Darwins Anraten. Als er erst 21 Jahre alt war, starb sein Vater und hinterließ ihm ein beachtliches Vermögen. Da er nun nicht mehr seinen Lebensunterhalt verdienen musste, wurde er zum Amateurforscher.
Seine Leidenschaft galt der Messung. So vermaß er beispielsweise die typischen Merkmale von Fingerabdrücken, was Scotland Yard 1901 zur Einführung des Fingerabdrucks zur Identifizierung veranlasste. 1875 entdeckte Galton, nachdem er 7 Freunden Samen verschickte und ihnen dann die Nachkommen ein Jahr später zurückschickten, dass die Nachkommen von großen Samen kleiner waren und die von kleinen eher größer. Später stellte er das Gleiche auch bei der Körpergröße von Vätern und Söhnen fest, dass große Väter eher kleinere Söhne hatten und kleine Väter eher etwas größere Söhne. Also, dass wenn eine Größe stark vom Mittelwert abweicht, dann liegen die Nachkommen dichter beim Mittelwert. Er nannte das Ganze Regression zum Mittelwert. Das war eigentlich die erste Form von Regressionsanalysen. Was wir heute, von dem her kommt der Begriff Regressionsanalyse von Galton, also Regression to the Mean im Englischen. Stellen wir uns mal vor, es wäre nicht so, dass das nicht gelten würde, sondern dass große Väter auch eher große Söhne haben, die etwa ähnlich groß sind, ein bisschen Abweichungen sind, gewisse davon werden noch größer sein. Und dann deren Nachkommen werden nochmals größer sein und deren Nachkommen ein Teil davon nochmals größer und so weiter und wir würden riesige Menschen haben und andere, die ganz klein wären, weil es bei Kleinen ja dann auch solche gibt, die zufällig noch etwas kleiner sind, dann bei gewissen von denen nochmals kleiner. Und das passiert jedoch nicht wegen der Regression zum Mittelwert, dass sich das Ganze dem Mittelwert angleicht. Das Ganze gilt übrigens auch Intelligenz. Darum müssen Kinder von 2 brillanten Eltern nicht zwingend auch brillant sein. Und was Galton daneben noch herausgefunden hat, ein wichtiges Merkmal, war also die Enge der Beziehung erkundet zwischen Eltern und Kindern. Er nannte das den Korrelationskoeffizienten, wie eng die Beziehung ist zwischen den Eigenschaften. Verwenden wir heute -1 heißt, dass sie negativ korrelieren, positiv 1, dass sie perfekt positiv korrelieren, 0 bedeutet, dass die beiden Eigenschaften nichts miteinander zu tun haben. Den brauchen wir heute sehr stark, in der Statistik. Dann im 19. Jahrhundert ist Karl Pearson, er war ein Schüler von Galton. Er entwickelte den Chi-Quadrat-Test, um entscheiden zu können, ob Taten tatsächlich der geglaubten Verteilung folgen. Mit dem Test kann man auch feststellen, ob sich 2 Resultate signifikant unterscheiden. Zu guter Letzt im 20. Jahrhundert kommt 1890 kommt Ronald Ahlmeyer Fisher zur Welt. Seine Errungenschaften kamen jedoch erst im 20. Jahrhundert. Und zwar entwickelte er ein Verfahren, um Hypothesen testen zu können. Das Ganze ist ein formales Verfahren, um Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, das zu beobachten, das wir beobachtet haben, falls die Hypothese zutrifft. Ist die Wahrscheinlichkeit viel tiefer, also tief, lehnen wir die Hypothese ab, ist sie hoch, akzeptieren wir sie. Er führte zudem das Maximum Likelihood Prinzip an und die Fisher-Information, sowie das Verfahren der Varianzanalyse ANOVA. Er gilt als einer der größten Statistiker des 20. Jahrhunderts. Und er fand auch die F-Verteilung. F steht für Fisher. Man nennt sie auch Fisher-Verteilung. Hier natürlich ohne das C, ein Tippfehler. Das Ganze habe ich von Wenn Gott würfelt oder wie der Zufall unser Leben bestimmt von Leonard Mlodinow. Ist ein Co-Autor von Stephen Hawkins. Falls das Video nützlich für dich war und du es interessant fandest, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du über zukünftige Videos von mir durch YouTube informiert werden willst, kannst du gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Wenn du dann noch alle auswählst, dann informiert dich YouTube jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade. Falls du Fragen hast, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben.